Wellensittiche sollten einmal täglich Freiflug bekommen. Er ist nicht nur wichtig, damit die Vögel sich nicht langweilen, auch für die Gesundheit ist das Fliegen wichtig. Ähnlich wie wir, wenn wir uns wenig bewegen, verkümmert auch die Muskulatur der Wellensittiche, wenn sie den ganzen Tag nur im Käfig sitzen und nicht frei fliegen können. Der Käfig sollte nicht direkt in der prallen Sonne stehen. Auch Zugluft solltet ihr vermeiden. Zwar wird häufig davon abgeraten, Vogelkäfig oder Voliere direkt ans Fenster zu stellen, aber ich habe gemerkt, dass meine Vögel gerne aus dem Fenster in den Garten schauen und sich auch gerne ansehen, wer so bei uns auf der Straße vorbeigeht oder vorbeifährt. Küche, Keller und Bad sind als Abstellorte tabu. Dort ist viel zu viel Trubel und es gibt viel zu viele Keime. Im Keller ist es zu feucht und dunkel für die Wellis. Als Mindestmaße werden immer wieder 120 Zentimeter Länge mal 60 Zentimeter Breite mal 100 Zentimeter Höhe genannt. Wichtig ist eigentlich nur, dass Käfig oder Voliere möglichst breit sind, damit die Vögel im Käfig klettern und auch schon einmal fliegen können. Wenn ihr den Vögeln genügend Zeit für den Freiflug gönnt, kann der Käfig auch schon einmal kleiner sein. Auf keinen Fall solltet ihr die kleinen Vögel aber in einen solchen Rundkäfig oder in diese winzigen viereckigen Kisten sperren. Wellensittiche lieben es, wie alle Vögel auf dem Boden nach Körnern zu picken. Da bietet sich eine Einstreu an, die dieses natürliche Verhalten fördert. Besonders kostengünstig ist Sand mit Aniskörnchen. Ihr könnt aber auch Holzpellets und Heu verwenden. In jedem Fall solltet ihr penibel auf die Hygiene achten, denn unten im Käfig werden die meisten Kothäufchen landen. Salat ist bei meinen Wellies immer noch ein Dealbreaker. Möhrengrün, also die Blätter und Stängel von Mohrrüben, sind auch beliebt. Basilikumblätter können auch einen Anreiz bieten. Wenn gar nichts hilft, könnt ihr anstelle der Badeschale auch eine Schale mit Lehm oder Sand anbieten. Manche Wellensittiche mögen lieber ein trockenes Sandbad. Weiche gepolsterte Sitzplätze sind für Seniorenwellies, die meist unter Arthrose oder Arthritis leiden, eine Wohltat. Matten aus Seegras oder weiche Korbrettchen entlasten Füße und Gelenke. Manch älterer Wellensittich legt sich auch gern auf Holzbretter und Brücken, die ihr zusätzlich mit Stoff polstern könnt, um Druckgefühle zu vermeiden. Sitzstangen sollten nicht aus Plastik und auch nicht aus gepresstem Holz bestehen. Je dicker und unregelmäßiger der Durchmesser ist, umso besser nutzen sich die Krallen ab und ihr vermeidet Druckstellen an den Zehen. Außerdem lieben es die Wellensittiche, die Rinde von den Naturhölzern abzunagen. Birke, Obstbäume und Weidenholz eignen sich besonders gut für Sitzstangen. Definitiv Edelstahllnäpfe. In Plastiknäpfen können sich Bakterien und Keime in kleinen Ritzen anlagern und zu Gesundheitsproblemen wie einer Kopfentzündung führen. Außerdem halten Edelstahllnäpfe länger und lassen sich in der Spülmaschine reinigen. Muschelgritt brauchen Wellensittiche für ihre Verdauung, denn anders als unser menschlicher Magen, der mit Verdauungssäften arbeitet, verdauen Wellensittiche ihre Nahrung mechanisch. Die kleinen Grittsteine helfen dem Wellensittichmagen dabei, den Körnerbrei zu verarbeiten. Und ein Wetzstein bietet neben zusätzlichen Nährstoffen die Möglichkeit, den Schnabel abzuwetzen. Das hängt ganz von den Vorlieben eurer Wellensittiche ab. Viele Wellensittiche baden nicht gern oder mögen es nicht, wenn das Wasser von oben kommt, wie bei einer Dusche. Andere lieben es gerade, sich in den Wasserstrahl zu stellen. Ähnlich wie bei uns Menschen gibt es verschiedene Badetypen. Manche liegen lieber stundenlang in der Badewanne, andere duschen lieber schnell. Wenn ihr einen großen Schwarm habt, kann ein kleines Badehäuschen schnell überfüllt sein, denn natürlich wollen alle auf einmal baden. Da ist eine große Badeschale besser.
Außerdem könnt ihr in Badeschalen noch Salatblätter oder Basilikum legen, um Bademuffel für das kalte Nass zu begeistern. Außerdem sind Badeschalen flexibel. Ihr könnt sie auch mit Lehm oder Sand füllen für ein Sandbad. Ich hoffe, dieses Quiz hat euch gefallen. War vermutlich wieder viel zu leicht. Vielleicht fallen euch ja noch andere Quizfragen ein. Schreibt sie in die Kommentare.